So, ich habe richtig Lust zum Malen heute und ich habe hier Eierschalen gesammelt und ich habe ordentlich Schwung heute. Genau, und den will ich hier erstmal auf die Leinwand bringen, auch so ein bisschen mich auspowern. Ich finde, das kann man auch gut beim Malen machen. Also auf der einen Seite sich so meditativ einfinden und auf der anderen Seite kann man natürlich auch, wenn man viel Energie gerade hat, die auch hier auf der Leinwand lassen. Und genau, ich brauche hier aber gerade so eine Klebemasse, deswegen trage ich hier jetzt die Farbe auf. Ein bisschen verdickt die Farbe. Und ja, ein bisschen Schwung hier in die Bude, wollte ich schon sagen. Also ein bisschen Schwung hier reinbringen. Und ich habe nämlich letzte Woche gebacken, als wir uns Sonntag nach dem Chat, war ich so inspiriert. Ihr habt so viel geschrieben, das war so toll. Und da habe ich so gedacht, ach komm jetzt, das war so dunkel. Ich habe mir ein paar Plätzchen gebacken und habe die Eierscheiben gesammelt. Und die klebe ich jetzt hier mit drauf. Ja, es ist ein bisschen Arbeit. Also erstmal brauche ich so eine dickere Farbe. Und jetzt drücke ich die so ein bisschen an. Schiebe die so ein bisschen hin und her. Das ist wie beim Mehl und Eier zusammenrühren, damit das irgendwie ein bisschen backt und klebt. Das ist hier nichts anderes im Prinzip. Ja, es könnte noch ein bisschen jetzt noch wieder was nach. Es reicht auf jeden Fall an Klebigkeit. Dann streue ich hier noch mal so ein bisschen nach. Jetzt kann ich auch den Kuchenheber nehmen und das jetzt einfach ein bisschen einstreichen, verteilen, dass auch überall eben meine schwarze Masse drunter ist und am besten noch so ein bisschen die Schale einschließt, dann kann ich nachher ordentlich drüber arbeiten. Weil ich will jetzt gar nicht die Farbe, sondern einfach auch nur diese Struktur sehen. Ihr habt so viel geschrieben letzte Woche in den Kommentaren und da bin ich so abgetaucht an die Südsee. Es war so schön, obwohl wir ja rot gemalt haben, aber trotzdem fand ich das irgendwie so toll, was ihr für Ideen da wieder reingebracht habt. So, und jetzt lasse ich das einmal trocknen. So, das ist jetzt trocken und ich habe mir noch ein paar Farben hingestellt. Ich verdünne die hier, weil ich will jetzt richtig Farbe schmeißen und es fließen lassen und Spaß haben, Musik hören. Alles rauf da und sich locker machen, die Energie raushauen. Ich finde, dann kann man auch wieder, also ich bin sehr energiegeladen, glaube ich gerade. Und ich finde, dann kann man jetzt auch darüber wieder zu einer Ruhe finden. Ich habe hier noch den Rest, da mache ich noch ein bisschen Wasser dazu, rühre das nochmal. Schmeiß hier noch mal ein bisschen was rauf. Das macht auf jeden Fall Spaß. Man muss sich keine Gedanken machen. Du kannst das einfach so machen und gucken, was so passiert. Das erinnert mich jetzt an die Eisbahn. Wir haben ja auch Winter, also wie im Winter, wenn man auf das Eis geht. Das sieht auch so aus. Ja, es hat was. Also ich male das hier so ein bisschen über. Jetzt wird das Schwarz ist noch ein bisschen, noch nicht ganz durchgetrocknet. Dann verfärbt sich das noch ein bisschen. Und ich kann jetzt hier zu diesem kantigen auch noch so ein paar Schwünge wieder reinbringen. Ja, ich habe hier tatsächlich noch einen kleinen
Kopfhörer mir ins Ohr gesteckt und höre jetzt hier noch nebenbei ein bisschen Musik. Das macht besonders viel Spaß. Ich finde das richtig gut. Da kannst du quasi tanzen und malen und dabei im Schwung bleiben. Also das ist auch schön, wenn du so machst und dann eben auch in dem Schwung den Pinsel führst und dann eben auch in dieser Bewegung bleibst. Und genau das äußert sich jetzt hier in der Linie. So, und jetzt, ich bleibe weiter im Schwung, nehme Ocker, weil ich die ganzen schönen Laubfarben sehe gerade. Ja, aber es reicht auch schon. Ich glaube, jetzt komme ich zu meinem Grün. Das wollte ich nämlich eigentlich sehen. Und ja, einfach raufhauen. Einfach weitermachen. Gar nicht erst stehen bleiben. Nicht in den Stillstand kommen, sondern in die Bewegung. Bisschen Wiese und ein bisschen blauen Himmel oder einen blauen See. Irgendwas Blaues brauche ich jetzt noch. Ja, aber es ist mir, glaube ich, doch zu kräftig. Das hier oben gefällt mir noch nicht. Das andere finde ich ganz schön. Es erinnert mich jetzt so an Wiese und Wasser. Und jetzt mache ich es nochmal wieder ein bisschen heller. Denke die ganze Zeit ans Wasser und so Gräser, Schilf und auch an diese Pfähle, die da ins Wasser ragen, diese Buhnen. Und ich will die aber nicht in Schwarz draufsetzen, deswegen male ich die hier gerade in Blau. Probiere das so aus und überlege hier gerade so ein bisschen. Aber ich mache es doch ein bisschen aufgelockert. Dann vielleicht mal gucken, was daraus entsteht. Irgendwas wird schon hieraus entstehen. So, jetzt bin ich wieder geerdet, war einmal am Meer und habe so durch die Gräser hier geguckt und habe das Meer gesehen und ja, und hier die Muscheln gesammelt und auf den Boden gelegt. Und das Wasser spielt da so rum und es ist einfach sehr schön. Und irgendwie wart ihr auch alle dabei, einfach weil ihr
ja, so toll immer im Kommentaren schreibt. Und letzte Woche, das war so lebendig, was ihr alles geschrieben habt, was ihr alles gesehen habt in dem Bild. Und das hat mich voll inspiriert, ja, auch nochmal wieder ans Meer zu gehen. Also schön, dass ihr alle da seid und wie immer einfach machen. Immer wieder einfach machen, weitermachen. Mach dir schöne Musik an und genieß einfach deine Malerei. Guck, was kommt, und wenn du darauf Lust hast, malst halt sowas, und wenn du mehr abstrakt und ein bisschen Power raus haben willst, kannst du halt eben auch so frei rumexperimentieren und eben auch so ein bisschen Bilder malen. Ja, jetzt habe ich es gerade im Atelier gesehen und dachte, ich lege mal einen Rahmen drum, und siehe da, es sieht doch immer gleich nochmal vollendeter aus. Also finde ich ganz schön, auch so schön abgetrocknet. Ich werde es so lassen, und es wird mich jetzt immer an die See führen. Heute war das Malen so ein bisschen wie so ein Sturm am Meer. Wenn man da erstmal ein bisschen Wind hat, dann kann man auch von alleine quasi am Strand geschoben werden vom Wind. Und man braucht gar nicht viel Energie, dann läuft das einfach alles. Ich wollte halt meine Energie auch nicht irgendwie bremsen und dann irgendwas Braves, Niedliches, Nettes machen, sondern die auch wirklich zulassen und raushauen. Und genau das ist ja so das Schöne an der Malerei, wenn du das merkst, oh Mann, da ist jetzt irgendwie ganz schön viel da und das sucht dir irgendwie gerade einen Kanal, dann ist die Malerei einfach genau richtig. Also wie eben dieser Sturm, der auftaucht und aufbrausend ist und ziemlich viel in Bewegung bringt und dann aber eben auch wieder abklingt und wieder alles zur Ruhe wird. Und genauso war es irgendwie beim Malen. Und ich hoffe, du konntest das hier irgendwie sehen und mitnehmen und konntest das einfach gar nicht bewerten, sondern begleiten, entdecken und gucken, wie macht die das da, die da im Video. Die macht das halt einfach machen. Also schön, dass du da bist. Ich freue mich total. Und wie auch beim Malen habe ich so an euch gedacht, und da wart ihr irgendwie alle, und ich hatte da in den Kommentaren so viel gelesen und in dem Chat, das war so lebendig und es war so schön, was sie da auch sagt, so unverblümt und nett und ja, einfach raus und nicht irgendwie so verschnörkelt, sondern ja, so ist es. Und das hat auch schon so seine eigene Sprache, finde ich. Also Dankeschön und hab einen ganz, ganz schönen Sonntag. Schön, dass ihr alle da seid. Macht's gut. Tschüss.